Heute geht es um ein Thema, das in Deutschland wirklich allgegenwärtig ist. Es bestimmt Gespräche, oft mehr als man so denkt. Das Wetter und die Jahreszeiten. Stimmt. Wir stützen uns dabei auf die Textauszüge German Weather and Seasons in Everyday Life, die du uns ja auch geschickt hast. Mhm. Und unser Ziel heute ist, wir wollen gemeinsam verstehen, warum das Wetter hier so ein zentrales Thema ist, wie die Jahreszeiten den Lebensrhythmus vorgeben und ganz praktisch, welche deutschen Sätze dir helfen, im Alltag mitzureden. Gerade wenn du Deutsch lernst, ist das super hilfreich. Absolut. Wir wollen dir da einfach einen echten Einblick geben. Es gibt ja sogar dieses Sprichwort, fast schon so ein bisschen augenzwinkernd: Wenn du dich weißt, was du sagen sollst, sprich über das Wetter. Ja, das kennt man. Und da ist ja auch was dran. Denn dieses Verständnis, das geht tiefer als nur oberflächlicher Smalltalk. Wie meinst du das? Naja, wer das Wetter und die Gespräche darüber versteht, der versteht eben auch ein Stück deutschen Alltag. Es beeinflusst ja, was wir anziehen, was wir planen, sogar die Laune. Stimmt, die Stimmung. Und natürlich, worüber wir reden. Die Materialien zeigen das ja auch sehr klar. Das Wetter ist irgendwie immer dabei. Lass uns doch direkt mal einsteigen mit diesem Punkt, der sofort auffällt. Diese berühmte deutsche Wetterwechselhaftigkeit. Das unbeständige Wetter. Ja, genau. Manchmal fühlt es sich ja echt so an, als hätte man alle 4 Jahreszeiten an einem Tag. Mal Sonne, dann plötzlich Regen, starker Wind, vielleicht sogar Graupel. Kenn ich gut. Und in den Unterlagen steht ja auch: Viele Leute schauen morgens als erstes auf die Wetter-App. Das scheint so ein festes Ritual zu sein, oder? Ja, absolut. Dahinter steckt natürlich auch was Geografisches. Deutschland liegt ja mitten in Europa. Okay. Also genau im Übergangsbereich zwischen dem maritimen Klima im Westen, also vom Meer beeinflusst, eher feucht, mild, und dem kontinentalen Klima im Osten. Das ist trockener mit größeren Temperaturunterschieden. Ah, und diese Mischung macht's dann. Genau diese Mischung sorgt für dieses oft unbeständige, variable Wetter. Und das hat halt direkte Folgen für den Alltag. Das klingt ja auch in den Quellen immer wieder an. Man muss irgendwie flexibel sein. Das heißt konkret, also im Alltag? Naja, konkret das, was die Beispiele im Text ja auch zeigen. Der Regenschirm ist nicht nur Deko, den braucht man oft. Mhm. Die Sonnenbrille kann am selben Tag dran sein wie die Regenjacke. Und im Winter brauchst du die dicke Mütze wirklich, da führt kein Weg dran vorbei. Verstehe. Man kann sich selten auf eine einzige Wetterlage für den ganzen Tag verlassen. Und diese Notwendigkeit, sich immer wieder neu einzustellen, die macht das Wetter eben auch zu so einem präsenten Gesprächsthema. Man tauscht sich aus, warnt sich vielleicht auch mal oder man hofft zusammen auf besseres Wetter. Das leuchtet ein. Die Anna aus den Texten, die du erwähnt hast, ist ja ein gutes Beispiel. Die checkt jeden Morgen das Wetter, um vorbereitet zu sein. Genau. Das ist dann wohl keine übertriebene Vorsicht, sondern einfach gelebte Erfahrung. So sieht's aus. Diese tägliche Konfrontation mit dem, was vielleicht Unberechenbarkeit ist, die formt sicher auch ein bisschen die Art, wie man den Tag plant. Man muss halt flexibel bleiben. Mhm. Es fördert vielleicht auch eine gewisse Akzeptanz dafür, dass nicht immer alles nach Plan läuft, zumindest was das Wetter angeht. Und diese ständige Veränderung prägt natürlich auch, wie die großen Abschnitte des Jahres, die Jahreszeiten hier erlebt werden. Gutes Stichwort, Jahreszeiten. Die Texte teilen das Jahr ja klar in die 4 Bekannten auf: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Lass uns die doch mal genauer anschauen, was die so für das Leben hier bedeuten. Gerne. Fangen wir mit dem Frühling an. Der wird ja oft als Zeit des Aufbruchs beschrieben, des Erwachens.
Ja, nach dem Winter. Genau. Nach den oft grauen Monaten wird's spürbar wärmer, die Tage werden länger, das Licht ist irgendwie anders, intensiver, die Natur explodiert ja förmlich. Bäume werden grün, Blumen blühen, die Vögel zwitschern lauter, das steht ja auch so in den Quellen. Klingt gut. Aber wettertechnisch? Wettertechnisch ist der Frühling oft noch, ziemlich launisch. Unberechenbar? Also wechselhaft wie immer. Ja, Sonne und blauer Himmel können ganz schnell von Regenschauern oder kühlem Wind abgelöst werden. Manchmal schneit sogar noch mal spät im Jahr. Aber trotzdem, so heißt es ja auch, fühlen sich die meisten Leute im Frühling besser, energievoller. Die Stimmung wird besser. Genau, die Stimmung hält sich auf, so wie die Natur. Man zieht wieder leichtere Jacken an, die Cafés stellen Tische raus. Es geht wieder los, sozusagen. Und dann kommt der Sommer. Der wird in den Unterlagen ja fast schon euphorisch beschrieben. Oft warm bis heiß, lange Tage, die Leute sind viel draußen. Mhm. Schwimmbad, Badeseen, Grillabende im Garten oder Park. Das klingt nach der Hauptsaison für das soziale Leben im Freien. Das ist ja oft auch. Die Sommerferien, meist Juli, August, sind für viele Familien ja der Höhepunkt des Jahres. Urlaub, Freizeit. Aber Aber, das wird ja auch erwähnt, der Sommer hat auch seine intensiven Seiten. Hitzewellen können echt anstrengend sein. Und gerade wenn die Luft warm und feucht ist, gibt's oft Sommergewitter. Teilweise auch heftig mit Starkregen oder Hagel. stimmt, das kann Pläne dann schnell mal durchkreuzen. Genau. Also auch hier eine gewisse, Ambivalenz. Obwohl er als die schönste Zeit des Jahres bezeichnet wird, das spiegelt wohl vor allem diese Assoziation mit Urlaub, Freizeit und den langen, hellen Abenden wider. Verstehe. Nach dem Sommer kommt dann der Herbst. Die Beschreibung in den Quellen fand ich da sehr atmosphärisch. Es wird kühler, die Tage kürzer, das Licht wird so golden Ja, und natürlich das prägende Bild, die bunten Blätter überall. Die Natur bereitet sich auf den Winter vor. genau. Und die Aktivitäten ändern sich dann auch. Statt Badesee sind jetzt eher Waldspaziergänge im raschelnden Laub angesagt. Man macht es sich drin gemütlicher, trinkt vielleicht mehr Tee. Mhm. Gemütlicher. Kulturell fällt ja auch das Erntedankfest, meist Anfang Oktober, in diese Zeit. Das ist ja ein traditionelles Fest, das Dankbarkeit für die Ernte ausdrückt. Es erinnert uns an den Zyklus der Natur, hat heute vielleicht nicht mehr die riesige Bedeutung wie früher, aber es markiert diesen Übergang. Gibt's im Herbst auch noch schöne Tage? Ja, durchaus. Der Herbst hat oft auch noch stabile Hochdruckphasen mit klarem, sonnigem Wetter. Das nennt man dann den goldenen Oktober. Das kann richtig schön sein. Und dann schließt sich der Kreis mit dem Winter. Kalt, dunkel, manchmal Schnee, das ist so das Bild, das gezeichnet wird in den Texten. Ja, Die Notwendigkeit warmer Kleidung, Mütze, Schal, Handschuhe wird ja auch extra betont. unbedingt. Ohne geht's oft nicht. Der Schnee verwandelt die Landschaft manchmal in ein Wintermärchen. Das ist schön. Aber er kann natürlich auch Verkehrschaos bedeuten. Ja, das kennt man. Der Winter ist oft eine Zeit des Rückzugs, mehr ins Private. Aber er ist auch geprägt von wichtigen sozialen und kulturellen Ereignissen. Allen voran natürlich Weihnachten im Dezember. Das große Familienfest. Genau, wird ja auch so beschrieben. Mit Weihnachtsmärkten, Kerzenlicht, Besinnlichkeit. Und dann der Jahreswechsel, Silvester und Neujahr. Da wünscht man sich frohes neues Jahr. Stimmt. Diese Feste durchbrechen die Dunkelheit und die Kälte und geben dem Winter Struktur und auch soziale Wärme. Das alles zeigt dir schon, wie tief Wetter und Jahreszeiten hier im Alltag verankert sind. Und um darüber sprechen zu können, braucht man natürlich die passenden Worte. Logisch.
Ein wirklich hilfreicher Teil deiner Unterlagen sind ja diese typischen Redemittel zum Wetter. Die sind da aufgelistet. Gerade wenn du Deutsch auf dem Niveau A2 oder B1 lernst, sind die Gold wert, denke ich. Absolut. Diese Sätze sind quasi das Rüstzeug für den Wetter-Smalltalk. Aber auch um den Wetterbericht im Radio zu verstehen oder Gespräche mitzubekommen. Und die sind oft ganz einfach aufgebaut, oder? Ja, sehr einfach, aber extrem gebräuchlich. Das sind sozusagen die Grundbausteine der Wetterkommunikation. Man kann damit sofort loslegen. Lass uns mal ein paar durchgehen, die in den Texten stehen. Die grundlegendste Frage ist sicher: Wie ist das Wetter heute? Genau. Darauf kann man dann antworten, zum Beispiel: Heute ist es sonnig oder eben: Heute ist es bewölkt, windig, neblig. Das beschreibt den Zustand. Richtig. Und wenn was runterkommt, sagt man, es regnet oder es schneit. Wenn die Sonne scheint, ganz direkt, die Sonne scheint. Simpel, aber effektiv. Eben. Wichtig sind auch Angaben zur Temperatur. Es sind Zahlgrad. Also zum Beispiel: Es sind 15 Grad. Oder im Winter vielleicht: Es sind -5 Grad. Das hört man ja ständig im Wetterbericht. Klar. Und das persönliche Empfinden ist ja auch wichtig im Gespräch. Mir ist kalt oder mir ist warm. Mhm. Das drückt aus, wie man es selbst wahrnimmt. Sehr subjektiv. Und wenn man mal nicht so zufrieden ist mit dem Wetter, dieser Hoffnungsschimmer: Ich hoffe, morgen wird das Wetter besser. Den Satz hört man bestimmt oft, oder? Oh ja, den hört man sehr oft. Und diese Sätze sind eben deshalb so nützlich für Lernende auf dem A2, B1-Niveau, weil sie so häufig vorkommen, relativ leicht sind und sofort ein Gespräch ermöglichen. Man kann direkt mitreden. Genau. Man kann damit aktiv am sozialen Austausch teilnehmen und wie die Quellen ja betonen, man hört sie wirklich jeden Tag. Sie zu können, öffnet Türen zur Alltagskommunikation. Es ist eine direkte Anwendung vom Gelernten im echten Leben. Um das noch greifbarer zu machen: In den Unterlagen gibt's ja diesen kleinen Beispieldialog zwischen Lisa und Tom. Stimmt. Das illustriert ganz gut, wie so ein Wettergespräch ablaufen kann. Erzähl doch mal kurz, was da passiert. Ja, gerne. Also Lisa und Tom unterhalten sich, vielleicht am Telefon oder sie treffen sich. Und sie reden über ihr Wochenende. Tom erzählt, dass er Pech hatte. Bei ihm hat's die ganze Zeit geregnet, seine Pläne sind buchstäblich ins Wasser gefallen. Ärgerlich. Ja. Lisa hingegen hatte Glück. Sie war offenbar woanders, vielleicht weiter südlich oder so, denn bei ihr war strahlender Sonnenschein. Sie war im Park, hat Eis gegessen, also das volle Kontrastprogramm. Das zeigt ja schon die regionalen Unterschiede, die es geben kann, sogar innerhalb Deutschlands. Genau das. Es macht deutlich, dass das Wetter zur gleichen Zeit sehr unterschiedlich sein kann. Und der Dialog geht ja noch weiter. Tom hofft, dass das Wetter am nächsten Wochenende besser wird, weil er grillen möchte. Wieder eine konkrete Aktivität, die vom Wetter abhängt. Exakt. Und Lisa drückt ihm die Daumen. Das ist ja auch so eine typische Geste der Anteilnahme, des Mitfühlens. Was lernen wir jetzt aus diesem kurzen Dialog? Was ist die Essenz? Naja, mehrere Dinge. Erstens, wie unglaublich normal und akzeptiert es ist, übers Wetter zu reden. Es ist ein müheloser Gesprächseinstieg, ein Füller. Regen verhindert Pläne, Sonne ermöglicht sie. Drittens eben die regionalen Unterschiede. Und viertens diese soziale Komponente. Man teilt seine Erfahrungen, man hofft gemeinsam, drückt die Daumen. Es ist ein kleines, aber feines soziales Bindemittel.
Die Texte schauen ja auch kurz über den deutschen Tellerrand hinaus, um das Wetter hier so ein bisschen einzuordnen. Spanien wird erwähnt. Ja, sehr heiß im Sommer, oft über 35 Grad. Puh. Und Schweden als Gegenbeispiel. Genau, wo die Winter sehr kalt sind, lang und vor allem dunkel. Und dieser Vergleich, was macht der mit dem Blick auf Deutschland? Der schärft nochmal den Blick für die deutsche Situation. Hier sind die Extreme vielleicht nicht ganz so krass wie in Südspanien oder Nordschweden. Dafür ist aber eben diese hohe Variabilität, diese Unvorhersehbarkeit so charakteristisch. Und das bringt uns zu diesem wunderbaren deutschen Sprichwort, das auch in den Quellen steht: April, April, der macht, was er will. Den kennt wirklich jeder hier. Was steckt da genau drin? Es ist die perfekte Zusammenfassung für diese extreme Wetterlaunhaftigkeit, besonders im Frühling. Aber es steht irgendwie stellvertretend für die generelle Unbeständigkeit. Innerhalb von Stunden kann im April strahlender Sonnenschein in Schnee übergehen und wieder zurück. Aber das Faszinierende ist nicht nur die Beschreibung, sondern die Haltung dahinter. Welche Haltung? Naja, es ist keine Klage, eher so eine Feststellung, fast schon eine Art humorvolle Akzeptanz dieser Unberechenbarkeit. Man hat sich damit arrangiert. Man weiß halt, der April ist ebenso. Und das sagt viel über den Umgang mit dem Wetter hier aus. Sicherer Punkt. Das zeigt, wie tief das Wetter in der Kultur verankert ist, bis hin zu solchen Sprichwörtern. Okay, wir haben jetzt echt viele Aspekte beleuchtet. Lass uns zum Schluss nochmal die wichtigsten Erkenntnisse aus den Quellen für dich zusammenfassen. Gerne. Also, der Kern ist: Wetter ist in Deutschland mehr als nur Meteorologie. Es ist ein zentrales Alltagsthema. Absolut. Die oft wechselhaften Bedingungen wegen der geografischen Lage erfordern Flexibilität bei Kleidung und Plänen. Und das macht das Wetter eben zu einem ständigen Gesprächsgegenstand. Dann die 4 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jeder hat nicht nur ihr typisches Wetterprofil, sondern auch ganz eigene Stimmungen. Sie prägt Aktivitäten und ist mit bestimmten Ritualen oder Festen verbunden. Genau, vom Erwachen im Frühling über die Sommerfreuden, die herbstliche Einkehr bis zur winterlichen Gemütlichkeit und den Festtagen. Und ganz wichtig, besonders für dich, wenn du Deutsch lernst. Es gibt diesen Fundus an einfachen, aber sehr nützlichen Redemitteln, gerade auf dem Niveau A2, B1. Ja, Sätze wie ist das Wetter? Es regnet. Mir ist kalt. Das ist das tägliche Brot der Wetterkommunikation. Die helfen dir enorm, am Alltag teilzunehmen und Gespräche zu führen. Der Dialog zwischen Lisa und Tom hat das ja gut gezeigt. So, was bedeutet das jetzt alles konkret für dich? Diese Erkundung hat, glaube ich, gezeigt, wie vielschichtig das Thema Wetter in Deutschland ist. Es ist praktisch relevant, sozial verbindend und sogar kulturell verankert. Und wir möchten dich wirklich ermutigen. Wende das Gehörte und die Sätze aus den Quellen an. Das Wetter beobachten, das tust du ja wahrscheinlich sowieso. Warum nicht versuchen, das in Worte zu fassen? Auch mit einfachen Worten. Ja, selbst die einfachsten Sätze sind ein Anfang. Es ist eine wunderbare alltägliche Übungsmöglichkeit für dein Deutsch. Und das führt uns vielleicht zu einer letzten Überlegung. Genau. Und hier ist unser abschließender Gedanke, inspiriert von all dem, eine kleine Anregung für dich zum Mitnehmen. Achte doch heute oder morgen mal ganz bewusst auf das Wetter, genau da, wo du bist. Wie fühlt es sich an? Wie sieht's aus? Und dann überleg mal, wie würdest du es mit den einfachen Sätzen beschreiben, die wir gerade besprochen haben? Ist es vielleicht, heute ist es windig oder die Sonne scheint oder es sind 18 Grad? Einfach mal ausprobieren. Genau. Versuch's einfach mal für dich zu formulieren. Eine kleine, direkte Anwendung, mitten aus deinem Alltag.
Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!